Heute möchte ich euch zeigen, wie man am besten Vespa-Griffe wechselt. Das ist zwar eine sehr einfache Arbeit, aber die kann ganz fürchterlich nerven, denn manchmal gehen diese Griffe sehr schwer ab und noch viel schwerer wieder drauf. Ganz viele machen dann Fehler, dass sie da irgendwie mit Schraubendrehern hebeln und so weiter. Das braucht lange, das zerstört den Lack und es nervt. Und da es da verschiedene Methoden und verschiedene Geheimtipps gibt, dachte ich, ich stelle euch einfach mal ein paar verschiedene vor und frage im Kollegenkreis. Nico, wie wechselst du so deine Griffe? Ich bin jetzt salopp gesagt alleine. Schneide die einfach ein. Und wenn die alles noch ein bisschen verklebt sind, muss man da ein bisschen sich Mühe geben. Und dann sind die durch Zerstörung. Also das ging jetzt schnell, demontiert. ne? War auch nicht allzu viel Kraftaufwand nötig, aber Problem ist natürlich, der ist tot. Na gut, Genau. und drauf. Im Bremsenreiniger macht man noch die Rückstände runter, die sich da gern so ansammeln oder vom Vorbesitzer hinterlassen wurden. So, und der Vorteil an dem Bremsenreiniger, wenn man den hier reinsprüht, dann haben wir erstens mal etwas Flüssiges, was eine Gleiteigenschaft mit sich bringt. Ich kriege den Griff problemlos montiert. Ich kann den Griff noch ausrichten, sofern das notwendig ist. Also wie jetzt bei solchen Griffen, die irgendwie ergonomisch geformt sind. Und wenn das Ganze dann eben abtrocknet, dann diffundiert eben dieser Bremsenreiniger und das Ganze wird dann fest. Luigi, Ja. mal eine Frage. Kannst du Vespa-Griffe montieren? Vespa? Vespa-Griffe, kannst du die montieren? Ja. Wie machst du das? Die schiebe ich einfach rein. Schieb sie einfach rein. Das musst du uns unten zeigen. Muss ich euch unten zeigen? Ja. Okay. Gut. Muss mich mental. Ja? Ja? Okay. Wiegen Sie so nicht aus. Weiß ich mehr. nicht. Nicht mehr. Probier's. Doch, schau mal. Okay, das ist natürlich aber auch ein Sonderfall, muss man sagen. Das ist selten, dass das so geht. Außerdem hat Das geht nur bei Luigi dir. ganz fürchterlich Das dicke... geht nur bei die rechte Arm. Bei der linke habe ich auch Probleme. Okay. Das Folgende, die Griffe habe ich hier natürlich eine Seite, wo nach vorne sein muss. Ja. Also das ist nicht ganz rund, deswegen es ist wichtig, dass das Gas komplett auf Anschlag ist. Und dann muss man wissen, machen wir erstmal die erste rein. Also ich mache immer so Erstmal ansetzen. ansetzen. Ja. Dann hebe ich einfach den Rohr und tue ich einfach von hinten einfach reinschieben. Das passiert folgende, da drückt sich einfach so ein bisschen Luft, dass der danach auch nach vorne rutscht. Also er wölbt sich durch den Druck, wölbt sich das Ding ein bisschen Genau. und deswegen liegt es nicht so stark an, sondern nur hier vorne und du kannst es draufschieben. Genau, wie gesagt, blub. Also als ich Luigi das erste Mal gefragt habe, wie montierst du Griffe, hat er gesagt, ich steck's drauf, mach blub, ist drauf. Genau. Fabi, hast du eine Methode, wie man Griffe drauf macht? Gibt schon eine, ja. Ja. Kannst du die uns zeigen? So, jetzt haben wir den richtigen Mann für die Methode Haarspray. Fabi wollte uns das gerne zeigen. Okay, ich ziehe das jetzt ab, okay? Ein Traum. Bam, das ging schnell. Okay, geht er jetzt noch runter? Nein, keine Chance. Sitzt perfekt. Also die Theorie hinter Haarspray ist ja, dass wenn man das erstmal irgendwo aufsprüht, dann ist es relativ feucht und dadurch lässt es sich gut aufschieben. Aber dann trocknet es ab und es klebt ja auch. Ne? Wir haben hier sogar extra starken Halt, denn der Griff, der soll sich ja nicht verdrehen auf dem Teil, ne? Damit man noch schalten kann. Und er verdreht sich nicht und sitzt fest. Super Methode. Vielen Dank, Fabi. Gerne. So, als letztes fehlt natürlich noch meine Methode. Und meine Methode ist Druckluft.
Man nimmt einen Druckluftschlauch und so eine kleine Pistole, am besten mit einem möglichst schmalen Ende. Und dann bläst man zwischen Lenker und Griff und zieht ab. Zack, das geht echt einfach. Und das Beste ist, so geht auch das Aufziehen relativ schnell. Das ist etwas komplizierter, weil man nicht immer ganz gut zwischen Lenker und Griff kommt, aber es funktioniert auch. Achtung! Viele von euch werden jetzt natürlich sagen, okay, das war schnell, aber nicht jeder hat Druckluft zu Hause. Mein persönlicher Tipp ist, wenn ihr keine Druckluft zu Hause habt, fahrt halt irgendwo hin, wo es Druckluft gibt. Gibt es in ganz vielen Werkstätten. Auch wenn wir heute schöne andere Methoden gesehen haben, das geht doch immer noch mit Abstand am schnellsten. Sandra, warum verwendet man kein Silikonspray, um Griffe zu montieren? Naja, weil es halt einfach zu zerflutscht dann. Ich führe das mal kurz vor. Ich mache ein bisschen Silikonspray drauf. Ne? Und dann hat das natürlich den Vorteil, dass das schon ziemlich leicht geht. Aber wenn ich jetzt Gas gebe, dann kann ich so viel Gas geben, wie ich will. Also wir haben angefangen mit Nico mit Bremsenreiniger. Ich muss sagen, das hat gut funktioniert, war eine gute Methode. Dann kam Luigi, der hat es einfach mit dem Blub gemacht. Dann kam Fabi mit dem Haarspray, das war auch super, das ging auch sehr schnell drauf vor allem. Dritte Methode war die mit der Druckluft. Wenn ihr noch Tipps und Tricks habt, wie sowas am besten geht, dann schreibt es bitte in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.